Eine neue Steuerungsbasis hebt ab und sie kommt nicht von irgendwem, sondern von Moza. Mit der AB6 Force Feedback Base bringt der Hersteller ein Gerät auf den Markt, das viele von uns schon länger erwartet haben. Eine kompakte, kraftvolle und moderne Force Feedback Base, die sich nicht nur mit spannenden Features in das Hardware-Sortiment rund um die virtuelle Fliegerei einfügt, sondern auch eine wichtige Lücke schließt, sowohl preislich wie auch technisch. In diesem Video schauen wir uns die AB6 im Detail an, vergleichen sie mit der größeren AB9 und werfen auch einen Blick auf den ebenfalls neuen MHG Flightstick, der sowohl auf die AB6 als auch auf die AB9 passt und das Ganze so richtig abrunden soll. Also, anschnallen, Triebwerke an, wir gehen auf Infosteigflug und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Was ist im hier gezeigten Bundle alles enthalten? Und keine Sorge, das wird kein endloses Unboxing. Die Stromzufuhr besteht aus zwei Teilen und kommt auf eine Gesamtlänge von 320 cm. Das beiliegende USB 2.0 Kabel hat eine Länge von 180 cm. Außerdem liegt eine massive Tischklemme mit bei, die es ermöglicht, das Ganze an einer Tischstärke von bis zu 7 cm zu befestigen. Die Klemme hat ordentlich Gewicht und lässt sich auch entsprechend in der Höhe einstellen, sodass man die perfekte Position finden kann. Wer die Base in sein SIM-Rig einschrauben möchte, auch dafür liegen ausreichend Schrauben mit bei. Und neben ein paar Aufklebern finden wir dann noch die Bedienungsanleitung. Diese ist bebildert, farbig und in den Sprachen Englisch und Chinesisch gehalten. Die AB6 ist die kleinere der beiden Force Feedback Basen von Moza. Das Kürzel steht dabei für Aviation Base 6 Newtonmeter. Und genau da liegt auch ihr Fokus. 6 Newtonmeter Spitzenmoment. In der Praxis bedeutet das eine Mischung aus spürbarer Kraft und gleichzeitig einer guten Portion Kompaktheit. Das Gehäuse ist aus einer Aluminiumlegierung gefertigt, robust, kühl und wertig. Mit knapp 3 Kilo ist die Base erstaunlich handlich, was sie für viele Setups vom Schreibtisch bis hin zum kompletten Sim-Rig-Cockpit interessant macht. Moza setzt hier auf ein Dual-Servomotoren-Design, das gleichmäßige und detailreiche Rückmeldungen gibt. Damit lassen sich Flugzeuge im Microsoft Flight Simulator, in X-Plane oder auch DCS spürbar realistischer steuern, egal ob Propellerflieger, Jet oder Helikopter. Ein echtes Highlight ist das Frontpanel. Hier sitzen 8 frei belegbare Tasten und 2 analoge Slider. Damit kannst du wichtige Funktionen wie Trimmung, Kamera oder sogar Schub- und Mischhebel direkt an der Base bedienen. Und dazu kommt dann noch eine RGB-Beleuchtung, die nicht nur optisch etwas hermacht, sondern sich auch an dein Setup anpassen lässt. Das Ganze läuft mit einer USB-Abtastrate von 1000 Hz, also praktisch ohne spürbare Verzögerung. Jeder Steuerimpuls geht direkt in die Simulation über, präzise und zuverlässig. Natürlich drängt sich die Frage auf, warum die AB6 und nicht vielleicht gleich die größere AB9? Die AB9 liefert mit 9 Newtonmeter konstant und bis zu 12 Newtonmetern Peak deutlich mehr Kraft. Sie richtet sich klar an die Enthusiasten, die richtig tiefe Force-Feedback-Erlebnisse wollen, zum Beispiel in Helikoptern, bei schweren Militärjets oder wer einfach maximale Reserven möchte. Die AB6 dagegen positioniert sich genau dazwischen. Stark genug für realistische Flugsessions, gleichzeitig kompakter, leichter und auch preislich attraktiver. Mit ihren plus/minus 20 Grad Achsenweg entspricht sie der AB9. Benötigt jedoch beispielsweise nur ein Drittel des Stroms der AB9. Kurz gesagt, AB6 ist der Allrounder, AB9 der Schwerlaster. Eine Base ist nur so gut wie der Stick, den man daran anschließt, und hier hat Moza mit dem MHG Flightstick eine richtig spannende Lösung im Portfolio. Er liegt dem hier gezeigten Bundle bei, wird später dann aber auch einzeln erhältlich sein. Gefertigt aus einem Carbon-Verbundmaterial bringt er nicht nur geringes Gewicht, sondern auch hohe Stabilität. Er bietet über 25 Eingaben, verteilt auf Buttons, Schalter, einen mehrstufigen Trigger und Hall-Sensor-basierte Achsen. Besonders clever, es gibt eine Z-Achse, die sich arretieren lässt, wenn man sie nicht braucht. So lässt sich dieser Flightstick perfekt in Setups einbinden,
die sowohl mit als auch ohne Rudder Pedals betrieben werden. Dazu kommen anpassbare RGB-Lichtelemente, die hervorragend mit der Bass harmonieren. Im Zusammenspiel mit der AB6 ergibt sich ein kompaktes, modernes und absolut immersives Setup ready for Takeoff. Und der MHG Flightstick lässt sich im Übrigen auch an der AB9 Bass verwenden. Bei jedem Einschalten der Bass geht diese in eine Grundausrichtung, zentriert sich entsprechend und geht dann in die zuvor in der Mosa App hinterlegte Einstellung. Alle Anschlusskabel gehen dann entsprechend nach hinten weg. Lasst euch hier in meinem Setup bitte nicht irritieren. Die Kabel, die hier unter dem Schreibtisch hängen, sind für andere Komponenten, wenn diese zum Einsatz kommen. Im Normalfall gehen nach hinten zwei Kabel weg, einmal die Stromversorgung und einmal die Verbindung zum PC. An der Bass selbst gibt es dann 3 weitere Anschlussmöglichkeiten, beispielsweise für Schubhebel oder Rudder Pedals. Ebenfalls clever gelöst, an der Oberseite der Tischklemme befinden sich Gewinde, um das Cockpit auch hier noch erweitern zu können, beispielsweise mit weiteren Panels, Displays oder dergleichen. Und sobald die Hardware dann aufgebaut ist, geht es in die Software. Und hier werfen wir anhand des Microsoft Flight Simulators 2024 einmal einen Blick in die Steuerungsoptionen. Die Mosa AB6 Force Feedback Bass wird hier sofort erkannt. Allerdings muss euch bewusst sein, ihr müsst ein komplettes Steuerungsprofil anlegen, sprich alle Tasten und Achsen zuordnen. Vielleicht sind meine hinterlegten Einstellungen hier eine kleine Hilfestellung, weshalb ich euch hier einmal meine zugewiesenen Tasten und Achsen zeigen möchte. Diese funktionieren bei einer Vielzahl von Fluggeräten, hier in diesem Beispiel beim Helikopter Airbus H125. Wichtig ist, dass ihr bei der Erstellung des Profils die dabei abgefragte Option anhakt, die Einstellungen für alle Flugzeuge zu übernehmen. Parallel läuft dann am PC die Mosa Cockpit App immer mit. Hier könnt ihr eure Hardware auswählen und entsprechend feinjustieren, konfigurieren, updaten und so weiter. Beispielsweise seht ihr hier die komplett durchnummerierten Knöpfe und Schalter sowie alle Achsen. Auch die RGB-Beleuchtung wird hierüber gesteuert, komplett deaktiviert oder farblich verändert. Alles maximal individuell. Und in den Einstellungen zur Bass stellt ihr dann selbstverständlich auch das Force Feedback ein. Wann soll es in welchen Bereichen wie stark wirken? All das wird hier konfiguriert bis in kleinste Teilbereiche hinein. Also nicht nur Motorenvibrationen oder Turbulenzen und so weiter, sondern beispielsweise auch das Aufsetzen, das Betätigen der Flaps, das Ein- und Ausfahren des Fahrwerks oder auch der Deceleration-Effekt. Hier jetzt in jedes Detail reinzugehen, würde den Rahmen dieses Vorstellungsvideos allerdings sprengen. Wichtig ist, ihr könnt eure individuelle Konfiguration, spezifisch dem Fluggerät, das ihr gerade bewegt, abspeichern. Und zwar nicht nur den unterschiedlichen Devices zugewiesen, also welcher Base in diesem Fall, sondern selbstverständlich auch in welcher Flugsimulation ihr unterwegs seid. Und so könnt ihr dann maximal individuell abspeichern und euch jederzeit an den von euch hinterlegten Flugprofilen bedienen und diese erneut aufrufen. Das ist meiner Meinung nach perfekt gelöst und lässt sich über die Mosa Cockpit App auf jede Hardware von Mosa anwenden. Bevor wir jetzt gleich abheben, hier noch ein paar Soundaufnahmen, um einen weiteren Eindruck zur Hardware zu gewinnen. Der Kernpunkt ist natürlich das Force Feedback. Die AB6 liefert 4,4 Newtonmeter konstant auf der Rollachse, kann kurzzeitig auf bis zu 6 Newtonmeter Peak hochgehen und das spürt man sofort. Turbulenzen, Vibrationen beim Start oder das Nachlassen der Kontrolle bei zu geringer Geschwindigkeit, all das fühlt sich lebendig an.
Vor allem im Microsoft Flight Simulator macht das einen riesigen Unterschied. Wo herkömmliche Sticks oft nur Federkraft simulieren, kommt hier echtes physikalisches Feedback in die Simulation. Und keine Sorge, auch längere Sessions sind drin. Mit 72 Watt Leistungsaufnahme bleibt die Base energieeffizient und wird dabei auch nicht laut. Lüftergeräusche oder dergleichen, wie auch bei der AB9 Fehlanzeige. Für wen lohnt sich also nun die Mosa AB6 Force Feedback Base? Die AB6 ist perfekt für alle, die in die Welt des Force Feedbacks einsteigen wollen, ohne gleich ins Profisegment zu gehen. Sie ist stark genug für ernsthafte Flugsimulationen, bleibt aber gleichzeitig kompakt und bezahlbar. Gerade für den Microsoft Flight Simulator ist das eine spannende Option. Wer mehr Leistung braucht, greift zur AB9, aber für viele, die realistische Steuerung mit modernem Design verbinden wollen, ist die AB6 der Sweet Spot. Der AB9 wurde im Nachhinein eine Shifter-Funktion spendiert, mit der man die AB9 seither auch als Schaltung in Fahr- und Rennsimulationen verwenden kann. Ich habe hier auf dem Kanal entsprechend darüber berichtet. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos hier geht dies mit der AB6 noch nicht. Ein entsprechender Hinweis in der Mosa Cockpit App lässt jedoch stark vermuten, dass auch die AB6, genau wie die AB9 im Nachhinein damit ergänzt wird. Ein spannendes Thema, wenn man sich vorstellt, dass man die AB6 Force Feedback Base dann eventuell in naher Zukunft auch als Schaltung beispielsweise im Euro Truck Simulator 2 verwenden kann. Ich halte euch hierzu auf dem Laufenden. Die Mosa AB6 Force Feedback Base bringt eine kompakte Bauweise, kräftiges Force Feedback und ein durchdachtes Bedienpanel mit. Und zusammen mit dem MHG Flight Stick entsteht ein Paket, das definitiv eine Menge Aufwind in die virtuelle Fliegerei bringt. Im hier gezeigten Bundle ist außerdem die robuste Tischklammer enthalten. Der Setpreis beläuft sich auf einen UVP von 449 € und bietet einen perfekten Einstieg in die Force Feedback Welt der Flugsimulation. Kompatibel ist die Hardware zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos ausschließlich mit PC. Wie seht ihr das? Wäre die AB6 für euer Setup spannend oder sagt ihr, lieber gleich zur AB9 greifen? Schreibt es mir unten in die Kommentare, ebenso wie Ergänzungen und Fragen. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst zur Unterstützung dieses Kanals gerne ein Däumchen nach oben da, abonniert und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine weiteren Videos rund um die virtuelle Fliegerei und passende Hardware. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.